Good afternoon, and welcome to our interpretation of the fabled tale of Hansel and Gretel. Now, before we get to this incredible story of a brother and sister lost in the woods, let's talk about the original authors of this tale, the Grimm brothers. Jacob Grimm was born on January 4th, 1785. Wilhelm Grimm, his younger brother, was born a year later on February 24th, 1786. Their father died in 1789, leaving the family in extreme poverty. Soon after, in 1809, their mother died, leaving them alone and kind of confused on what to do with their lives. Jacob, being the oldest of the family, had to raise his four brothers and his sister. While studying at the University of Marburg, the brothers fell into the influence of Clemens Baratineau, who inspired their love of folk poetry. This would inspire their later works. From 1814 to 1815, Jacob would go on to recover paintings that were taken by Napoleon. Jacob would also participate in the Congress of Vienna. In 1816, Wilhelm would start working with him at the Electors Library in Kassel. They started their first project together near this time. The brothers started compiling folk songs and basic folk tales. Eventually, after the encouragement of their mentor, they would publish Kinder- und Hausmärchen, their first book. Later on, they would go on to publish other German books, such as Deutsche Sagen, which was a book of historical and legendary tales. In 1826, they would translate Thomas Crofton's Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland. In 1837, they finished Deutsche Grammatik. By 1840, they completed the Deutsches Wörterbuch, which was a dictionary. Wilhelm would later have multiple children, and Jacob, in my opinion being the smarter of the two, would stay a bachelor for the rest of his life. Now that we know a bit about our esteemed authors, let's get right into the tale of the siblings Hansel and Gretel and their dangerous and lucky encounter with a witch that lives in a house made of candy. Es war einmal eine arme Familie. Die Familie wohnt in dem Wald. Dort war ein Vater, Stiefmutter und Schwester und ein Bruder. Die Kinder heißen Hansel und Gretel. Die Familie war glücklich und dann eine Krankheit kam. Bring out your dead! Bring out your dead! Ein Abend, die Eltern sprechen im Bett. Die Stiefmutter war Angst über Verhungern. Sie sagt, wir sollen die Kinder in der Wald verlassen. Der Vater hatte keine andere Wahl und zustimmen. Hansel und Gretel überrot und begannen sich Sorgen machen. Gretel weint, aber Hansel hat einen Plan. Hansel ging zu der Hof und Stein sammeln. Er sagt zu Gretel, Weine nicht, wir wollen auch gehen. am nächsten Tag, die Eltern aufgewacht die Kinder, und sie geht zu Wald. Als sie gingen, Hansel hat ein Pfad verlassen. Sobald sie war weil in der Wald, die Eltern machen ein Feuer und erzählen, die zu schlafen. Im Morgen aufwachen sie und seine Eltern nix. Gretel weint, aber Hansel sprach sie, Nicht traurig sein. Wir haben ein Pfad nach Hause. die Kinder findet seine Hause. Die Stiefmutter war ärgert, aber die Vater hat Glück. Nach Zeit die Krankheit zurückgekommen. Bring out your dead! Bring out your dead! Wir müssen versuchen es noch einmal. Ja. Noch einmal, Hansel überrot seine Eltern. Aber er hat seine nicht
gefunden. Nächsten Morgen gibt die Eltern Brot zu die Kinder und ging zu der Wald. Hansel war intelligent und verlassen einen Pfad von Brot nach Hause. Als die Kinder aufraken, der Pfad war nix. Der Waldvogel hat der Pfad gegessen und die Kinder konnten nicht seine Hause gefunden. Die Kinder hat Angst und suchen einen Weg nach Hause. Schließlich fanden sie eine schöne weiße Vogel durch den Wald und sie finden ein Haus aus Süßigkeiten. Die Kinder fingen an, das Haus zu essen. Sie hören eine sanfte Stimme von das Haus und heraus kam eine Hexe. Sie war gruselig, aber nett und sagt die Kinder, nach innen zu kommen. Die Hexe gibt Essen und Bett zu den Kindern. Sie denken, sie im Himmel war. Die Kinder wissen nicht, dass die Hexe böse war und nutzte ihr Haus von Süßigkeiten, um die Kinder zu fangen. Wann kamen Kinder? Sie wurden krank, trotten und sie essen. Am nächsten Morgen aufwachen sie und sah, wie lecker die Kinder aussahen. Sie nahm Hansel und sperrte ihn in einen Käfig. Die Hexe schüttelte Gretel wach und sagte ihr: Wach auf, du faules Ding! Geht ein Krog essen, um deiner Bruder einen Käfig zu mästen. Wenn er fett ist, werde ich ihn essen. Die Hexe hatte kein gutes Schwärmerin. Um zu sagen, ob Hansel gut zu essen war, sagte sie zu ihm: Gib deine Finger durch den Käfig, damit ich sehen kann, ob du fett bist. Hansel war intelligent und wollte eine Hühnerknochen austauschen, um die Hexe zu betrügen. Nach wochenlangem Warten wurde die Hexe ungeduldig. Sie sagte Gretel, dass sie morgen Hansel trotten und ihn essen werde. Gretel hat geweint. Bitte Gott, hilf uns! Am nächsten Morgen bereitete Gretel das Feuer und wärmte den Käse. Die Hexe wärmte den Ofen und bat Gretel zu fühlen, ob es fertig war. Gretel war intelligent und bat die Hexe zu Hilfe. Als die Hexe in den Ofen schaute, schob Gretel sie hinein, schloss die Tür und schloss sie ab. Die Hexe wurde lebendig gekocht. Gretel rannte nach Hansel und ließ ihn gehen. Sie waren sehr glücklich. Sie nahmen das Hexengeld von ihrem Haus und verließen. Hansel und Gretel finden ihren Pfad nach Hause zu ihrem Vater. Der Vater war sehr glücklich, zu ihren Kindern sehen. Die gemeine Stiefmutter war gestorben, während die Kinder nicht zu Hause waren. Und Hansel, Gretel und ihr Vater leben glücklich bis ans Ende.